Today's topic, powerlifting. Ich freue mich sehr, dass wir dich heute dabei haben. Sagst du uns, wer hinter dieser Muskelmasse steckt? Ja, hallo auch von meiner Seite. Also ich bin der Matthias Wallner. Ich studiere derzeit Lehramt, und zwar Geografie und Wirtschaftskunde und Bewegung und Sport. Also ja, werde Lehrer zukünftig und bin nebenbei auch noch Trainer in einem Fitnesscenter. Was machst du momentan? Welche Sportart trainierst du? Also derzeit ist mein Hauptfokus auf Kraft-3-Kampf oder Powerlifting. Wie bist du zum Powerlifting gekommen? Zu dem Sport bin ich eigentlich, da müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, aber da bin ich eigentlich, man könnte sagen, über den Alexander Pürzel gekommen, weil der nicht direkt, aber indirekt mein Lehrer war in der Oberstufe in Wiener Neustadt im Borg. Aber zum Krafttraining an sich bin ich halt eigentlich, man könnte fast sagen, durch den Papa gekommen, weil der vom Hofer ihm mal eine Hantelbank besorgt hat. Und die hat er bei uns dann ins Gartenhaus gestellt. Und da bin ich dann wirklich, ich glaube seitdem wir die gehabt haben, mit 15 Jahren circa, fast täglich ins Gartenhaus gegangen und habe Bankdrücken gemacht und gecurlt. Ich kann mich noch genau erinnern, das war so eine gusseiserne Hantel, die hat genau 16,9 Kilo gehabt, mit der habe ich jedes Mal Konzentrationscurls gemacht. Echt? Ja. Und hast du die noch immer? Die ist noch immer bei uns zu Hause, ja. Aber trainieren tust du nicht mehr, oder? Selten. Wenn ich manchmal nicht zum Trainieren komme und vielleicht noch manchmal ein bisschen die Arme aufpumpen will, dann trainiere ich manchmal im Garten, dann nehme ich sie schon noch her. Was ist für dich die Essenz vom Powerlifting, die Philosophie? Okay. Also für mich persönlich, es ist einfach, man kann am Kraft-3-Kampf einfach oder am Powerlifting sehr gut sehen, seinen eigenen Fortschritt. Also du kannst dich eigentlich, sage ich jetzt mal, schwer betrügen. Es ist eigentlich, du bist gegen das Gewicht und wenn du halt mehr Kilo auf der Hand hast, hast du letztendlich halt mehr bewegt und einen Fortschritt erzielt. Also du siehst sehr gut den Fortschritt und auf der anderen Seite ist es halt auch ein extrem intensiver Sport in einem kurzzeitigen Moment, also halt wo du eigentlich, manche können sehr, sehr hart grinden, da dauert dann ein Lift länger, aber letztendlich ist es doch innerhalb von wenigen Sekunden eine sehr intensive Anstrengung. Und wenn du dann den Lift schaffst, ist einfach ein fast unbeschreiblich gutes Gefühl oder fast in ein bisschen ein Rausch. Ne? Du sprichst jetzt von Lifts. Gibt es da Regeln und was gibt es da für Lifts? Okay, also wir haben 3 Lifts. Das ist die Kniebeuge, das Bankdrücken und das Kreuzheben. Okay. Und hast du da einen Favoriten für dich? Oder? Ich persönlich muss sagen, ich habe eigentlich alle Lifts ganz gern. Ich könnte nicht sagen, dass ich jetzt in einem besonders gut bin oder in einem besonders schlecht. Ich bin eigentlich relativ ausgewogen und ich habe eigentlich immer den am liebsten, wo es gerade am besten läuft im Training. Okay, ja. Powerlifting gehört ja zum schwerathletischen Bereich. Ja. Wieso hast du dich für Powerlifting entschieden? Wieso nicht zum Beispiel Weightlifting oder was anderes? Es ist ganz lustig, weil ich habe zum Beispiel vor meinem ersten Kraft-3-Kampf-Wettkampf sogar einen Strongman-Wettkampf mal gemacht. Ja. Es ist aber dann letztendlich so gewesen, dass ich dann mit 18 meinen ersten Kraft-3-Kampf-Wettkampf gemacht habe und dann eigentlich ein halbes Jahr später auch mit dem Gewichtheben begonnen habe. Das heißt, ich habe in dieser Schwerathletik-Welt verschiedene Sportarten eigentlich ausprobiert und bin dann eigentlich, könnte man sagen, am Kraft-3-Kampf hängen geblieben. Und warum ich hängen geblieben bin, liegt daran, dass ich einfach diese Mischung aus schwerem Gewicht, aber trotzdem auch Hypertrophie-Training, das hat mir eigentlich am meisten taugt. Weil halt die Eltern machen sich Sorgen um ihre Kinder und die Kinder wollen halt immer früh anfangen. Und es sind halt immer dann diese Konflikte. Wie stehst du dazu? Also ich kann nur sagen aus meiner eigenen Erfahrung, dass es speziell für meine Mutter auch, wie es dann halt auch
Bei meiner Mutter war es speziell schlimm, dass sie halt so gesehen hat, wie ihr Junge plötzlich halt schwerer wird, mehr Gewicht zulegt und beispielsweise wenn du halt dann ein paar Dehnungsstreifen bekommst, dann sagt sie, naja, das stört mir ja den Körper und du bist so ein schöner Junge und dann, also mit diesen Konflikten habe ich auch zu leben gehabt. Mittlerweile muss ich sagen, hat sich meine Mutter da auch ganz gut eigentlich dran gewöhnt, aber das war schon ein Prozess, der über die Jahre eigentlich gegangen ist. Kann man solche Konflikte vermeiden? Du bist jetzt in dem Bereich halt fast Vollzeit tätig, also du trainierst ja nur und du warst ja selber drinnen. Ist wirklich die Verletzungsgefahr so hoch, dass sich Eltern Sorgen machen müssen? Also ich denke, Verletzungsgefahr ist in jedem Sport, der in Richtung Leistungssport geht, die besteht. Ich denke, du kannst das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, sehr viele Verletzungen sind meiner Meinung nach selbst verschuldet. Also einfach, weil oft das Ego eine zu große Rolle spielt und man vielleicht dann mehr Gewicht bewegt mit einer schlechten Form, als man in dem Stadium eigentlich sollte. Also im Training bin ich der Meinung, dass man gerade im Kraft-3-Kampf, dass da eine sehr saubere Technik extrem wichtig ist. Wenn man dann mal nicht hundertprozentig die Form halten kann, ist das kein Problem, wenn das dann im Wettkampf passiert, aber das sollte man sich für den Wettkampf aufheben und nicht im Training schon zur Gewohnheit werden lassen eigentlich. Hatte Powerlifting oder Kraft-3-Kampf Auswirkungen auf dein Leben, also auf das tägliche Leben? Also ich muss sagen, ich würde schon sagen, dass es sehr starke Auswirkungen auf mein Leben hat, in Bezug doch auch auf Freizeitgestaltung. Beispielsweise ist es halt bei mir doch so, wenn ich im Sommer jetzt gern vielleicht auch schwimmen gehen würde, wenn es heiß ist, gehe ich dann trotzdem eigentlich eher ins Training mal. Und das Problem ist, du kannst es halt auch nicht so timen, also du musst schon immer fast den restlichen Tag ein bisschen um dein Training planen, weil ich zum Beispiel, wenn ich den ganzen Tag in der Sonne gelegen bin, dann brauche ich nachher nicht mehr ins Training gehen, weil dann kann ich 50% weniger bewegen, als was ich normal bewege. Ne? Okay. Also der Sport auch ist an sich sehr sensibel halt, was die Leistung angeht. Also was ich von mir sagen kann, schon, ja. Okay. Und natürlich bei mir spielt Ernährung zwar nicht so eine entscheidende Rolle wie bei einem Wettkampf-Bodybuilder oder so, ja. Aber ich schaue natürlich auch, dass ich, sage ich mal, regelmäßig esse und auch versuche ganz gut zu essen und das natürlich bis zu einem gewissen Grad auch einschränken, wobei das noch sehr minimal ist im Gegenteil zu dem, was man halt ums Training plant. Okay. Wie schaut momentan dein Trainingsplan aus und worauf legst du deinen Fokus gerade? Also bei mir ist eigentlich so, dass dadurch, dass ich eben Kraft-3-Kampf mache, doch der der Fokus auf die 3 Hauptübungen ist, eben auf das Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. Grundsätzlich sieht das Training eigentlich bei mir immer so aus, dass ich halt, desto näher man zum Wettkampf kommt, dass man halt immer spezifischer trainiert und halt mehr diese 3 Hauptübungen auch ausführt. Und bis dahin halt eher unspezifischer trainiert und Assistenzübungen machen und Variationen von den Hauptübungen macht. Ja, so sieht das eigentlich aus. Und was hast du alles erreicht im Powerlifting? Also ich muss sagen, ich würde sagen, meine größten Erfolge sind eigentlich, dass ich letztes Jahr bei den Junioren, bei der WM und bei der EM gestartet bin. In der Gewichtsklasse bis 93 Kilogramm. Habe dort auch bei der WM dann mit 687,5 Kilogramm einen österreichischen Rekord in der Gewichtsklasse, einen allgemeinen österreichischen Rekord in der Gewichtsklasse im Total aufstellen können. Stark. Man muss fairerweise dazu sagen, es gibt in Österreich, sage ich mal, 2, 3 andere Leute, die auch aufgrund von Verletzungen und so weiter sicher an diese Marke auch herankommen, beziehungsweise diese Marke überbieten. Aber ich würde das trotzdem mal als meinen größten Erfolg jetzt im Kraft-3-Kampf aufzählen. Was sind deine Ziele für die Zukunft? Ziele für die Zukunft ist eigentlich, ich bin jetzt im letztes Jahr noch, das war mein letztes Jahr als Junior, in der Gewichtsklasse bis 93 Kilogramm gestartet. Und jetzt, dadurch, dass ich jetzt in der offenen bin, bin ich jetzt eine Gewichtsklasse hochgegangen bis 105 Kilogramm.
Und da ist es jetzt eigentlich langfristig mein Ziel, auch wieder international zu starten. Aber eben so zu starten, dass man sagt, okay, man ist competitive, also man kann da jetzt mithalten oder ist es nicht komplett abgeschlagen, sondern kann, wenn man dorthin fährt, braucht einem nichts peinlich sein, sondern man kann einfach einen guten Platz im Mittelfeld haben. Ne? Wo finden dich die Leute? Also Social Media? Also bei mir bin ich auf Instagram aktiv unter _Nettimetti. Ja. Und ansonsten haben wir auch bei YouTube auch ein paar Vlogs von Wettkämpfen, von WM und EM gedreht. Auf YouTube? Einfach unter Matthias Wallner. Matthias Wallner. Okay. Ich bedanke mich fürs Interview. Danke, dass du Ja. Zeit finden konntest. Ich bedanke mich auch, war sehr nett. Danke.